Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Natürlich geht es mir heute hauptsächlich darum, Sie mit diesem Video zu erreichen. Klare Sache, wie soll es denn anders sein? Doch irgendwie möchte ich mir auch selbst eine gewisse Einstellung meinerseits damit bestätigen. Das ist etwas kompliziert ausgedrückt, ja, aber ich verspreche Ihnen, Sie werden in diesem Video recht schnell erkennen, um was es geht. Also, bis gleich. Nun, ich gehe davon aus, dass Sie der Meinung sind, den oder die besten Hunde der Welt zu Hause zu haben. So sollte es auch sein. Wenn mich jemand fragt, was ist der beste Hund der Welt, dann antworte ich, ohne auch nur eine Sekunde darüber nachzudenken, das ist meiner, denn keiner kann meinen Hund Vito schlagen. Und Sie werden das mit Ihren Hunden oder mit Ihrem Hund genauso sehen, denke ich mal. Ich wiederhole mich, so sollte es auch sein. Interessant wird's, wenn man damit beginnt, die Zeit nach vorne zu spulen. Was ist, wenn mein Hund irgendwann mal nicht mehr ist? War's das dann? Oder nehme ich mir erneut einen Hund? Und wenn ja, welchen? Ist die tiefe Trauerphase mal überstanden? Kopf und Herz wieder dazu bereit, einen Hund zu Hause willkommen zu heißen? Und dann beginnt das intensive Nachdenken. Und die Zeit ist nicht stehen geblieben. Man hat sich verändert. Also ich habe mich verändert. Meine Lebensumstände haben sich verändert. Man beginnt damit abzuwägen. Sie verstehen sicher, was ich meine. Hat das alles so, wie es jetzt ist, Bestand? Kann ich damit rechnen, dass das Ganze, so wie es jetzt ist, ein Hundeleben lang so bleiben wird? Garantie ist hierbei niemals gegeben, ganz klar. Doch anders geht's nun mal nicht. Und dann beginnt man damit, sich seinen Wunschhund zusammen zu basteln. Ja, bevor mir da gewisse Leute wegen diesem Satz an die Gurgel hüpfen, dann sehe ich, weiß sehr genau, dass der Hund ein Individuum mit Seele ist, welches nicht zusammengeschraubt werden kann wie irgendeine Maschine. Das weiß ich sehr genau. Ja. Genauso gut wissen aber auch Menschen, die die Kynologie ähnlich locker sehen wie ich, eine ähnliche Schiene fahren wie ich, was ich mit diesem Satz meinte. Ja. Und diese meine Einstellung zur Kynologie bis jetzt immer dafür gesorgt hat, dass alle meine Hunde, welche ausnahmslos Rüden darstellten, die mich bis jetzt in meinem Leben begleiteten, von welchen keiner jemals kastriert war, nie eine Hundetagesstätte von innen gesehen haben oder mit einem Dogsitter unterwegs waren. Außerdem waren sie alle, beginnend mit ihrem Erwerb bis zu ihrem Lebensende, nur bei mir und nirgends anders. Und genau deswegen denke ich vor dem Erwerb eines Hundes immer sehr genau nach und baue mir alles zusammen. So viel dazu. Ja. Garantiert haben auch schon sehr viele von Ihnen darüber nachgedacht. Was ist nach meinem Jungen oder nach meinem Mädchen? Ganz sicher. Und? Wissen Sie das schon? Heute möchte ich Sie einladen, mich diesbezüglich in meiner Zukunft zu begleiten. Ja, vielleicht wäre mein Weg hierzu ja auch für Sie geeignet. Und wenn dabei ein völlig anderer Hund herauskommt, dann liegt das in der Natur der Sache. Ja. Ich bevorzuge kernige Hunde, sowohl optisch wie auch charakterlich. Ich mag es, wenn ein Hund einen dezenten Schliff vorweist. Das gefällt mir und ich kam bisher immer sehr gut damit zurecht. Ist so, ja.
Es liegt mir einfach mehr als der auffallend ruhige Phlegmatiker, wenn ich so ausdrücken kann, oder der einem drolligen, flauschigen Schmuse-Teddybären ähnelnde Hund. Ist eine Geschmackssache und völlig normal, oder? Ja. Ich tendiere allerdings auch nicht zu hyperaktiven Rassen, zu Hunden, die rassetypisch sehr hohen Bewegungsdrang vorweisen. Sowas hatte ich schon, ne? Und genoss ich damals auch sehr. Attila war ein waschechter American Pitbull Terrier aus extrem aktiver US-Linie. Das passt heute nicht mehr in mein Leben hinein. Und obwohl Attila nur mittelgroß war, gilt meine Vorliebe eher größeren Hunden. Ne? Von Riesen halte ich allerdings Abstand. Das ist nicht meine Welt. Und aus verschiedenen Gründen ist sie das nicht, aber hauptsächlich aus gesundheitlichen, platztechnischen und finanziellen Gründen. Riesen sind sehr häufig ein wahres Groschengrab. Das ist leider die Wahrheit. Große Hunde mit 65 bis 75 cm Schulterhöhe, das sind mein persönlicher Sweet Spot. Außerdem bevorzuge ich kurz- oder stockhaarige Hunde. Rau- oder langhaarige Hunde sind nicht so mein Ding. Ich lege meinen Fokus natürlich auch auf gesundheitlich robuste Anatomie. Tun die meisten Menschen. Mit Shiro, meinem Tosa Ino, bin ich hier ein großes Risiko eingegangen. Sein Vater war ein Flugzeugträger mit 86 cm Schulterhöhe und 81 Kilo Gewicht. Ich wusste, wenn Shiro in seinen Vater hineingeht, also dann bewege ich mich diesbezüglich schon auf dünnem Eis, so ehrlich muss man sein. Ja. Ich zahlte auch einen hohen Preis dafür. Ja. Ich mag es, wenn Rassen dazu neigen, einen natürlichen Wach- und Schutztrieb zu entwickeln. Alle meine Hunde besaßen diesen. Ja. Auch mein American Pitbull Terrier tat das, obwohl ich diese Eigenschaft bei ihm nicht erwarten durfte. Selten sind echte American Pitbull Terrier mit gutem Wach- und Schutztrieb ausgestattet. Vererbungsgenetik, Geschichte. Jeder, der sich sehr gut mit dem American Pitbull Terrier auskennt, der weiß genau, was ich meine. Ja. Und Vito ist der absolut beste Wachhund, den ich bis jetzt je hatte. Es liegt mir, mit diesen Eigenschaften umgehen zu können. Ich mag das. Ja. Wie gesagt, ich wiederhole mich, es liegt mir auch, mit Hunden, die diese Eigenschaft recht stark ausgeprägt zeigen, umzugehen. Außerdem würde ich mir einen Hund wünschen, der starken oder ausgeprägten Will to Please zeigt. Diese Art der Lernbereitschaft gefällt mir besonders gut, ja, und bei Hunden am besten. Und obwohl ich nicht vorhabe, nochmal in den Abrichtersport einzusteigen, würde ich mit meinem Hund privat auf ähnliche Art und Weise trainieren, allerdings in weit abgeschwächterer Form, eher mit Fokus darauf, einen gewissen Grundgehorsam herzustellen und danach auf völlig lockere Art und Weise mittels einmal Training pro Woche auf gewissen Level zu halten, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja. Das würde passen. Fassen wir also kurz mal zusammen. Sollte ich es also irgendwann nach Vito übers Herz bringen, mir noch ein letztes Mal einen Hund zu holen, so sollte das optisch und charakterlich ein kerniger Hund mit Schulterhöhen zwischen 65 bis 75 Zentimeter sein, der entweder kurz- oder stockhaarig und sportlich, aber mit überschaubarem Bewegungsdrang ist. Ein Hund, der gesundheitlich vernünftige Anatomie vorweist und rassetypisch dazu neigt, Wach- und Schutztrieb zu entwickeln. Außerdem würde ich mich sehr darüber freuen, wenn sich dieser Hund dafür eignet, Spaß am Unterordnungstraining zu entwickeln. AW, der Ausdruck Unterordnung, das ist ja wieder so eine Sache, die man heutzutage normalerweise nicht in den Mund nehmen darf in der Welt der Kynologie. Ja, schauen Sie, ich bin und war schon immer ein Riesenmolosser, Bullterrier und Schäferhunde-Fan. Viele von Ihnen wissen das. Doch viele dieser Hunde sind mir hierdurch
meinen Raster gefallen, sei es aufgrund von meiner Meinung nach fortschreitend fehlender gesundheitlicher Stabilität, wenn ich so sagen kann, oder häufig auftretender genetischer Wesensmerkmale, die heute nicht mehr in meinen Vorstellungen vorkommen. Größe, Farbe oder Typus, die nicht dem entsprechen, was ich mir heute als meinen letzten Hund wünschen würde. Doch einer von diesen ganzen Hunden, die ich da durch den Raster schickte, der erfüllt in perfektem Maße alles, um abzudecken, was für mich und meine Frau unseren Möglichkeiten, Erfahrungen und Vorstellungen den ultimativen Hund darstellt. Und zwar ist das der osteuropäische Schäferhund. Nun, dass ich schon lange Fan dieser Hunderasse bin, das ist kein Geheimnis. Das habe ich schon häufiger hier auf Dog Special gesagt. Doch seit etwa einem Monat befasse ich mich wieder intensiver mit diesem Hund. Verfolge auf sozialen Netzwerken einige Züchter aus dem Osten Europas und habe vor kurzem ein österreichisches Züchter-Ehepaar einer fantastischen Linie des osteuropäischen Schäferhundes angeschrieben und ihnen meine Begeisterung zu deren Arbeit dargebracht. Ja, in deren Antwort erfuhr ich, dass der Standard des osteuropäischen Schäferhundes im Laufe der Zeit schon mehrfach angepasst wurde und man dabei auch etwas an der Schulterhöhe gedreht hat. Dann war es früher noch erwünscht, dass Rüden bis 76 cm Schulterhöhe erreichen, das ist schon eine Hausnummer, ist das Ziel bei Rüden heute eine Schulterhöhe zwischen 67 und 72 cm und bei Hündinnen zwischen 62 und 68 cm. Mir wurde auch geschrieben, dass in Deutschland diesbezüglich häufig noch nach altem Standard, also bis 76 cm Schulterhöhe gezüchtet wird. Ich sah mir im letzten Monat gut 40 bis 50 Rüden und Hündinnen dieser Rasse an. Und im Schnitt hatten die Rüden zwischen 70 und 74 cm Schulterhöhe und waren zwischen 50 und 55 Kilo schwer. Die Hündinnen bewegten sich hier zumeist zwischen 66 und 68 cm Schulterhöhe und warfen zwischen 40 und 45 Kilo auf die Waage. Alles ziemlich kräftige Bröckchen, das kann ich Ihnen sagen. Ich sah sie in Grau, ich sah sie in Schwarz und in Black and Tan, wenn man das beim Osteuropäer so nennen kann. Ja, denn der Brand, welcher beim deutschen Schäferhund häufig in ganz sattem Rotbraun zu sehen ist beim Russen immer viel, viel blasser, wie man bei diesem Pärchen hier sehr gut erkennen kann. Nun, weshalb ist der osteuropäische Schäferhund für mich der ultimative Hund? Auf das möchte ich noch kurz eingehen. Nun, die Optik des deutschen Schäferhundes, die zählt für mich zu den tollsten in der ganzen Hundewelt. Das ließ ich schon öfter anklingen auf Dog Special. Doch der deutsche Schäferhund, obwohl meiner Meinung nach noch immer der König aller Hunde, wenn es ein guter ist für mich kein Thema. Diesen Hund haben sie zertrümmert. Die westdeutsche Showlinie ist anatomisch kaputt gezüchtet, die Leistungslinie häufig derart extrem überdreht, dass sogar ein triebiger Malinois dagegen wirkt wie eine Schlaftablette. Und der tollste der deutschen Schäferhunde für mich, ja, die DDR-Linie, der ist reinblütig heutzutage fast nicht mehr zu bekommen.
Der osteuropäische Schäferhund, der weist genau diese Optik vor, auch wenn er größer und schwerer ist. Er hat also diese kernige Optik, von welcher ich sprach, genauso hat er einen kernigen Charakter. Ja, er mag etwas Herdenschutzhundeblut in sich tragen, doch im Kern ist das ein Schäferhund. Schauen Sie, wir haben unzählige Videos von diesem Hund gesehen. Ich sah sie mir so genau an, wie ich nur konnte. Ja. Und ich saß bei der Arbeit am Platz neben deutschen Schäferhunden und Malinois und ich schrieb mit 2 meiner Zuseher, die osteuropäische Schäferhunde besitzen schon intensiver. Es gibt mehrere Zuseher von Dog Special, die einen Osteuropäer zu Hause haben. Ja. Das ist ein echter Schäferhund, auch wenn er im Vergleich zu den kleineren immer mit etwas angezogener Handbremse unterwegs ist. Aber ich behaupte auch nicht, dass der Russe charakterlich 1:1 funktioniert wie der deutsche Schäferhund oder wie ein gemütlicher deutscher Schäferhund, das sage ich nicht, ja. Aber auf jeden Fall dessen Grundcharakter weit näher kommt als denjenigen von Herdenschutzhunderassen, die in den 50ern dazu beigetragen haben, diesen Hund zu standardisieren. Also da fährt für mich die Eisenbahn drüber, ganz sicher. Ja. Wenn man allgemeine Erfahrung mit Hunden vorweist, ist die Haltung eines osteuropäischen Schäferhundes mit Sicherheit kein Hexenwerk. Er zählt mit Sicherheit nicht zu den am kompliziertest zu führenden Hunden, ganz sicher nicht. Er ist also optisch und charakterlich kernig, er ist stockhaarig und groß und er ist sportlich, aber bei weitem nicht so aufgedreht wie leichtere Schäferhunde das sind. Ja, außerdem weist er ein schönes, funktionelles Gebäude vor und ist anatomisch gesundheitlich zu seinem Vorteil aufgebaut, möchte ich sagen. Der osteuropäische Schäferhund weist häufig einen natürlichen wachen Schutztrieb vor und besitzt im Normalfall ausgeprägten Will to Please. Somit deckt dieser Hund zu 100% alles ab, um für mich jetzt den ultimativen Hund darzustellen. Der Rest liegt natürlich an mir als Besitzer. Das ist eine klare Sache. Das ist immer so bei jedem Hund. Dieser Hund ist nichts für jedermann. Ebenfalls klar, aus verschiedenen Gründen. Sei es optisch oder charakterlich, sei es aus Platzgründen oder vielleicht sind Sie einfach nicht dazu bereit für diesen Hund. Nochmal, das ist sicherlich kein Hexenwerk, diesen Hund zu halten und zu führen. Aber dieser Hund benötigt schon ein gutes Maß an Gefühl, Wissen und klare Strukturen, denn dieser Hund ist stark. Bärenstark und kräftetechnisch so manchen substanzvollen Molosser mit Sicherheit ebenbürtig. Davon bin ich überzeugt. Ja. Für mich ist er also in Stein gemeißelt. Sollte ich mir nach dem besten Hund der Welt namens Vito tatsächlich nochmal einen Hund nehmen, die Chancen dafür stehen nicht gut, aber ja, sie sind am Leben. Dann wird das sehr wahrscheinlich ein osteuropäischer Schäferhund sein. Ja, und jetzt sind Sie dran, denn deswegen habe ich eigentlich dieses Video gemacht, um Ihnen zu präsentieren, wie ich diese Sache angehen würde. Vielleicht taugt dieser Weg ja auch für Sie. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Und das war's schon wieder.